Hallo zusammen und willkommen bei The British Pint. Mein Name ist Christoph und heute habe ich ein ganz besonderes Bier eben abgefüllt und wollte das mal vor der Kamera verkosten. Das ist ein Bier, was ich fast aus 100% Hafermalz gemacht habe. Und zwar, ja, ich habe das schon mal versucht, schon zweimal, und es ist immer wieder schief gegangen, ein Bier aus 100% Hafermalz zu machen. Und zwar mit dem bekannten Paper, was ich schon mal erwähnt habe, wo viel zum Thema 100% Hafermalzbiere steht. Vielleicht lasse ich mal den Christoph von vor ein paar Monaten sprechen, der den zweiten Versuch vorstellt, und dann kommen wir nochmal zu mir zurück. Wenn ihr das Ganze einmeischt, ist es wichtig, das so zu machen, wie es in dem Paper beschrieben wurde. Ich denke, die haben sich das sehr gut überlegt, wie sie das gemacht haben. Also 20 Minuten bei 45 Grad, dann 30 Minuten 62 Grad, 20 Minuten 72 Grad und abmeischen bei 78 Grad. Also eine etwas komplexere Rast, aber es ist ja im Vergleich zum Weizen jetzt nichts so Ungewöhnliches. Das Läutern hat tatsächlich relativ gut funktioniert. Die Spelze von Hafer sind deutlich größer als bei Gerste. Das Ganze ist also noch gröber vom Filterbett. Es ging allerdings nicht sehr schnell, also es kam nur so ein kleines Rinnsal raus. Und ganz wichtig, das erkennt ihr auch hier, das Ganze ist immer noch sehr trübe, also es ist undurchsichtig. Das Bier, was ich vorher gemacht habe, das war beim Fermentieren und Läutern auch komplett undurchsichtig und so eine richtige milchige Brühe. Davon habe ich jetzt was abgefüllt, einfach um zu gucken, wie es am Ende ist. Ich glaube jetzt nicht, dass es wirklich gut schmecken wird. Bei dem hier habe ich schon ein bisschen mehr Hoffnung. Beide Male habe ich das Ganze 60 Minuten gekocht und es hat deutlich länger gedauert, bis der Schaum sich verflogen hat. Beim Kochen von einem Hafermalz-Sud bekommt man sehr, sehr dichten, festen Schaum, der sich so richtig aufbauscht. Und bei dem hier hat das jetzt so fast 10 Minuten gedauert, bis der Schaum sich aufgelöst hat. Das war schon länger. Aber bei dem Mischmasch davor war das irgendwie über 15 Minuten. Das war der Wahnsinn. Dann das Ganze nachher zu filtern, das war auch richtig, ja, also es ist immer noch viel Schlamm dabei gewesen, weil die ganzen Proteine, die ausgefallen sind, also geronnen sind, die haben sich wie so eine fette Schicht darüber gelegt. Und mir ist aufgefallen, wenn ich wenig umrühre, dann bleiben die Brocken zusammenhängend und ich kriege die nachher in meinem Teesieb besser rausgefiltert. Das heißt, das habe ich gemacht. Ich habe dann wirklich so dicke, zähe Schichten von Eiweißschleim immer im Teesieb gehabt, musste das oft ausspülen. Aber es hat funktioniert. Das Einzige, was nicht optimal war, war, dass ein klein bisschen Flüssigkeit beim Läutern am Ende noch übrig war und einfach nicht durchging, weil das Läutern war so langsam, dass es irgendwann einfach stehen blieb. Aber ihr seht hier an dem Füllstand von dem Bier, dass es nicht viel ist. Es ist vielleicht ein halber Liter, eventuell ein ganzer. Ich habe das Ganze so weit aufgegossen, dass die Stammwürze zu dem Extraktgehalt von 60% passt. Also ein Viertel weniger als bei Gerste, und dann erwarte ich ungefähr 10% statt den 12,5 üblichen Prozent, die ich sonst habe. Das Ganze kann man natürlich jetzt noch verbessern. Man kann vernünftiger läutern. Vielleicht hilft es ja, wenn man so einen Läuterboden nimmt, wie ich das bei meiner großen Menge habe, wie ich das beim Best Bitter euch gezeigt habe. Oder, ja, man hat ein bisschen mehr Glück beim Abmeischen oder bei der Art und Weise, wie sich das ablegt. Ich habe eine ganze Menge an Zeug zurückgehalten. Also der Treber sah schon aus, als wäre der mit Schlamm und sowas bedeckt, nur eben nicht perfekt. So viel dazu. Jedenfalls, das Bier hier jetzt habe ich mit Jodprobe immer wieder gecheckt, ob das gemeischt ist. Und es war dann nach 2 Stunden Verzuckerung und Maltoserast immer noch nicht durch. Und ich habe dann am Ende nochmal 10% Gerstenmalz hinzugetan. Dann war es nach 10 Minuten Jod normal. Also meine Vorstellung von diesem Bier, im Gegensatz zu den anderen beiden, die ich vorher gemacht habe, ist, dass eben keine Stärke übrig ist. Es ist allerdings relativ trübe. Also das Ganze ist irgendwie nicht so richtig. Ja, entweder sind viele Schwebstoffe mit dabei, das kann ja sein. Eiweiße sind ohne Ende im Hafer drin. Und ja, ich wollte es jetzt mal probieren. Denn das Wichtige ist ja, ich brauche das nur dann weiter versuchen, das mal vernünftig hinzukriegen mit 100% Hafermalz, wenn es mir schmeckt. Probieren wir mal. Der Geruch ist ein bisschen ähnlich wie die Spelze vom Hafer. Die riechen sehr, sehr grasig, wenn man das erste Mal einmeischt. Es ist aber auch ein deutlich fruchtiger, angenehmer Geruch bei. Das deckt sich mit den Sachen, die in dem Paper gesagt wurden. Das schmeckt tatsächlich richtig gut. Also es hat wenig Kohlensäure, ich bin mir nicht ganz sicher warum. Es war wie immer in einem Fass mit Sicherheitsventil. Es könnte eine ganz leicht zusätzliche saure Note haben, aber ich glaube nicht, dass da jetzt irgendwie was schiefgegangen ist. Die anderen beiden Haferbiere, die ich gemacht habe, habe ich wirklich weggekippt, weil die teilweise heftig sauer waren und einfach die Hefe war wohl so von Schlamm begraben, dass die gar nicht fermentiert hat, sondern irgendwelche anderen
wilden Hefen, die noch irgendwo herkamen. Das war schon echt heftig. Also das schmeckt jetzt sehr deutlich fruchtig. Ich bin mir nicht mehr ganz sicher, ob ich dann nur einen... Ich meine, ich habe nur einen Bitterhopfen reingetan, um sicherzustellen, dass ich wirklich Hafer schmecke. Dafür schmeckt es sehr fruchtig. Ist das denn? Das ist ein bisschen nach Joghurt. Ich glaube, das war auch in dem Paper. Im Paper benutzen die untergärige Hefe, die W3470. Und das hier war jetzt mit der Belgian Ale White Labs 550. Also, ja, Belgian Ale heißt die einfach nur. Ja, so joghurtig, fruchtig. Das Bier hat 4% Alkohol, aber noch 2,2% Restextrakt. Und das merkt man. Das hat so ein richtiges Gefühl, als hätte man sowas sehr Volles auf der Zunge. Also sehr viskos. Es war auch ein Albtraum, das zu läutern, obwohl es jetzt das dritte Bier war, das ich versucht habe. Und ich dachte, ich hätte schon einiges an Erfahrung gesammelt. Das war diesmal mit Malz von Thomas Fawcett. Die haben auch Spelze. Die Malz von Viking habe ich zwischendurch benutzt. Ich hatte den Eindruck, dass das am besten bei der Maischarbeit war. Das wurde am ehesten weniger viskos nach der Eiweißrast. Das Thomas Fawcett jetzt nicht so sehr. Und ja, das vom besten Malz hat keine Spelze. Deswegen hat das einen höheren Extraktgehalt, wenn man in die Datenblätter guckt. Also wenn es 80% ist, bedeutet das, dass das ohne Spelze ist. Wenn es eher so um die 60% sind, dann ist es Hafermalz mit Spelzen. Und das Bestmalz eignet sich natürlich ohne Spelze überhaupt gar nicht für 100% Schüttung, außer man tut Reisspelze hinzu. Und ich denke, das ist eine der wichtigen Erkenntnisse, dass ich das ohne Reisspelze einfach nicht machen kann. Das ist einfach viel zu schwierig zu läutern. Aber ich bin beeindruckt, wie lecker das ist. Also die Trübheit würde ich natürlich gerne nicht mehr haben. Das ist sehr trübe. Ich hatte gar nicht den Eindruck beim Abfüllen in das Partyfass, dass das so trübe wäre. Also ich werde die Flaschen auch nochmal stehen lassen, ein paar Wochen. Gucken, ob es besser wird. Aber die ganz leicht saure Note, die ist schon so ein bisschen, ob da alles sauber gelaufen ist bei der Fermentation. Ich weiß ja nicht. Ich glaube, die Belgian Ale war nachher auch echt schwierig wieder rauszukriegen aus dieser Schlangenpackung. Mal gucken, ob ich die überhaupt noch habe. Ja, die wichtige Erkenntnis ist, mit 90% Hafermalz und 10% Gerstenmalz ist es möglich. Also das war jetzt machbar, das herzustellen. Und das ist ja schon deutlich mehr, als viele Leute angeben. Dass der Schaum zerstört ist, liegt garantiert an den Trübstoffen, die das verhindern. Also sowohl Hefe wie auch andere Trübstoffe in Suspensionen sind immer ein Problem, wenn es um Schaum geht. Dafür muss das Bier schon klar sein. Und ich habe ja mal 50%iges Hafermalzbier verkostet und da war der Schaum super. Also daran liegt es nicht. Das Hafermalz selber ist nicht das Problem. Haferflocken sind eine andere Geschichte. Die enthalten sehr viele Fettstoffe. Ja, also ich werde es nochmal versuchen bei Gelegenheit. Ich werde nochmal Hafermalz kaufen. Ich werde richtig viel Reisspelzen dazu tun. Wahrscheinlich so 100, 200 Gramm. Und dann gucke ich, ob ich das nochmal geläutert kriege. Die Maischprozedur scheint gar nicht so schlecht zu sein. Bis auf das Verzuckern jetzt bei dem Thomas Fawcett. Aber das könnte ja bei dem Viking Malt dann nochmal besser sein. Das Viking Malt hat den Nachteil, ich muss selber schroten und ich habe keine Schrotmühle hier. Da muss ich mir wieder eine ausleihen. Ja, das war auf jeden Fall nur das Update von meinen Versuchen bisher. Wäre natürlich cool, wenn man sowas mal hinkriegt. Das ist halt so experimentell und exotisch. Und es schmeckt halt auch ganz nach was Neuem und ist anders. Mundgefühl ist wirklich beeindruckend. Das erste Mal, dass ich deutliches Mundgefühl im Unterschied zu anderen Bieren merke. Ja, und das jetzt nur mal so als Info. Und dann würde ich sagen, das nächste Mal brauchen wir wieder ein richtiges Bier. Bis dahin, macht's gut.